Canaan was not completely driven out. Und wir sehen im Buch Josua, dass nicht alle Kanaaniter zerstört wurden und weggeschickt wurden. Or killed. Ja, oder umgebracht wurden. We see that Canaanites still remain in the land. Wir sehen, dass immer noch Kanaaniter im Land geblieben sind. So it's possible that the author of Joshua used the rhetorical written style of the ancient Near East to write the book of Joshua. Also es kann sein, dass der Autor Josuas wirklich diese Rhetorik auch in Josua angewendet hat, wie sie damals im Nahen Osten gebraucht wurde. And that possibly was not exactly how it happened, how it's being portrayed here in the book of Joshua that it happened. Und so wie es aufgeschrieben ist im Buch Josua, muss nicht genau der Weg gewesen sein oder die Art, wie es wirklich passiert ist. One example about this rhetorical style. Ein Beispiel für diese Rhetorik, die wir hier sehen. It was from the king of Moab. Da geht es den König von Moab. When he came against the northern kingdom of Israel, you guys will study. Als zu dem Nordreich Israel gekommen ist, das werdet ihr noch studieren. He attacked the northern kingdom of Israel. Hat das Nordreich Israels angegriffen. And he wrote this on the record. Und hat Folgendes aufgeschrieben. Israel has earthly perished for always. Israel hat alles zerstört. Yeah, there is no soldiers alive. There are no one alive. Da ist kein Soldat, der noch da ist. Keiner hat überlebt. But we see that Israel was destroyed by the Assyrians 100 years later. Aber wir sehen, dass Israel von den Assyrern erst 100 Jahre später zerstört wurde. So it was a common language to say we destroyed everyone, but actually not really. Also es war ganz normal zu sagen und aufzuschreiben, dass sie alle zerstört haben, aber es war eigentlich nicht alle. So it's quite possible that the author of Joshua used the same style to write. Deshalb ist es sehr möglich, dass auch in Josua die gleiche Art zu schreiben gebraucht wurde, also die rhetorische Art. And we see even in Deuteronomy and in other parts of the Torah that God's issue was more a religious issue, but not an ethnical issue. Und was wir im Buch 5. Mose sehen können, ist, dass Gottes Sache nicht war, irgendwelche Nationen zu zerstören, sondern dass es ethnical, but religious issue. Sondern dass es religiöse Dinge geht. Yeah, so God had a problem with the Canaanite religion. Gott hatte also ein Problem mit der Religion der Kanaaniter. Yeah. And it's really important to understand that the cities that are being mentioned here, they were small cities. Und es ist sehr wichtig zu sehen, dass die Städte, die hier erwähnt werden, kleine Städte sind. And the cities were more like administrative centers. Und dass diese Städte mehr administrative Orte waren. Where the kings, the army, and the servants and religious leaders will stay. Da wo Könige gewohnt haben, die Armee und auch religiöse Leiter. And the majority of the population will live outside the cities. Aber die Mehrheit der Bevölkerung hat außerhalb dieser Städte gelebt. So that makes sense why God was commanding the Israelites to target the cities. Und deshalb macht es Sinn, wie Gott den Israeliten gesagt hat, dass sie die Städte zerstören sollen. Because it was the source of power and administration. Denn dort war die Quelle der Macht und der administrativen Dinge. So final thoughts about this? Die letzten Gedanken darüber? God's difficult command about, But don't you think that this kind of kill punishment is very connected to the idea, this ancient idea of justice in this time? And when we think of today, genocide or killing innocent people is probably the biggest crime we can imagine. Yeah. And you won't say today that something like the Holocaust or so on is God's punishment. And how
Do you think that God's idea of justice changed over time? So No, how does that's it why I'm work? going to talk about it now. Yeah, I'm going to find my thoughts, what I think about it, and what most of the scholars think about it. Also ich werde jetzt euch noch ein paar Punkte mitgeben, was ich darüber denke und was andere aus diesem Buch, in diesem Buch sehen. So we see that this was a specific command of the Lord for this time of history of Israel. Also wir sehen, dass all diese Tötungen ein spezifischer Befehl für Gott war, für diese Zeit und für sein Volk. And behind of this harsh commandment, God's loving plan was being portrayed. Und hinter diesem grausamen Befehl wurde Gottes Herz wiedergespiegelt. Because we need to understand that God's perspective about life is totally different from our perspective. Denn Gottes Sicht auf das Leben ist eine ganz andere, als wir sie haben. God doesn't have a problem with death. Gott hat kein Problem mit dem Tod. For God, death is not the end, it's actually the beginning. Für Gott ist Tod nicht das Ende, sondern der Anfang. And that's how we should interpret these passages in light of the entire Bible, not just the book of Joshua. Und so sollten wir auch dieses Buch Josua lesen und studieren und auch die gesamte Bibel. Unfortunately, throughout history, Christians use this book to justify their crimes. Also durch die ganze Geschichte hinweg haben Leute oder haben Christen das Buch Josua verwendet, um ihre Grausamkeiten zu rechtfertigen. Like the Crusades, Wie zum Beispiel die they were Kreuzzüge. inspired in the book of Joshua, Die sind durch das Buch Josua inspiriert worden. but they forgot everything that Jesus taught in the New Testament. Aber sie haben alles vergessen, was Jesus im Neuen Testament gesagt hat. We also need to understand that our God is untamable. We cannot control God. Wir müssen auch verstehen, dass wir Gott nicht kontrollieren können. It seems that the Old Testament is undemocratic, Im Alten Testament, da gibt es auch keine Demokratie. but Oder es scheint so. we live in the time of death and evil. Aber wir leben in einer Zeit des Todes und des Bösen. Some of our moral institutions Einige unserer moralen Einrichtungen moral institutions are not as excellently adjust as we ought it to be. unsere moralische Intuition, die ist nicht unbedingt so sehr, wie sie sein sollte. So we need to be very careful to say what God can and what He cannot do. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, wenn wir sagen, was Gott tun kann und was er nicht tun kann. I think our idea of God in the Western mind is too nice. Ich denke, unsere Vorstellung, was wir über Gott denken, ist zu gut. And we have ignored strictness and severity. Und wir haben Strenge und Ernsthaftigkeit zur Seite geschoben, to hold on to our idea of comfort and convenience. damit wir an unserem Komfort festhalten können und dass es uns gut geht. We got rid of this God that presents us with this cosmical authority problem. Und wir haben das kosmische Autoritätsproblem zur Seite geschoben. And we substitute Him with gods that we can control. Und wir haben Gott mit anderen Götzen substituiert, ersetzt, so damit wir die Kontrolle haben. So if the God of Israel was like that, He would be defective and strange. Und so sehen wir den Gott Israels als jemanden, der zerstört und der komisch ist. We believe that our God is sovereign over all. Wir glauben, dass unser Gott souverän ist über allem. He has a unique authority, Er hat eine einzigartige Autorität and that He will seek to correct us and transform our selfish way. und er ist derjenige, der uns korrigiert und uns von unserer Selbstsüchtigkeit wegnimmt. We often make gods in our own image. Oftmals bauen wir uns selber Götzen And the God of the Bible is not a God that you can control. und der Gott in der Bibel ist kein Gott, den wir kontrollieren können. You're going to see that over and over in Israel's history. Das werdet ihr immer und immer wieder in der Geschichte Israels sehen. So as I said, I believe that God, I say He's
adjust his ideal to the reality of the people of Israel. Wie ich schon gesagt habe, ist Gott ein gerechter Gott, der sich dem Volk der Israeliten anpasst. But he was looking towards an ideal. Aber er hat eine bestimmte Vorstellung angestrebt. This ideal is established in Genesis. Diese Vorstellung oder dieses Ideal wird in 1. Mose errichtet And revealed in Jesus Christ. und wird in Jesus Christus offenbart. I think it's time for a break. Ich glaube, wir haben Zeit, eine Pause zu machen. Thank you. Thank you. So as usual, we will meet here 11 o'clock. Super. Yeah, we should ask you to break.